Nick, du bist in 37 Ländern der Welt unterwegs, redest überall große Reden. Wie hast du das gelernt, die Leute, die Aufmerksamkeit der Leute zu behalten, ohne die Arme und Beine? Das, was sonst ein Redner an rhetorischen Mitteln, auch mit der Körpersprache hast. Was hast du trainiert? Wie hast du da deine Art zu finden, Art gefunden, dass Menschen dir so zuhören und sich so ergreifen lassen? You traveled to 37 countries, you are holding big lectures, big conferences, and her question is, how can you keep the focus of the audience on you without arms and legs? Because most of the speakers usually use at least their arms, you know, to focus, to gesticulate, but you cannot. So how can you keep the focus of the audience? Where did you learn this? Or, exactly, if you get some coaching, or where did you learn this? Yeah. I did have a speaking coach after I started speaking 4 years. So the first 4 years of speaking, I didn't have any coaching. But when I did have coaching, he concentrated on how I would present things with pace, pitch, volume, and all these sort of things that you can do with your voice. Also nach 4 Jahren, nachdem er sprach schon seit 4 Jahren, er hielt schon seit 4 Jahren Reden, danach hat er ein Coaching genommen. Dieser Moderations- oder dieser Sprechcoach hat ihm gelernt, wie man die Stimme takten kann, wie man mit seiner Stimme arbeiten kann, wie man die Lautstärke bzw. die Sprechgeschwindigkeit rhetorisch einsetzen kann. You can really communicate a lot more emotions than you think through your face and through your eyes and the pace that you actually just move up on stage. Man kann sehr viel durch die eigene Stimme, durch das Gesicht und durch die Augen erreichen und durch die Geschwindigkeit, mit der man spricht. And at the same time, then you can analyze how the crowd is reacting. You know, if they're getting a little shuffly, you change gears. If they're, you know, getting a little sleepy, you know, you bring some humor in it. And so you go, you know, take them on the emotions as much as possible and keep them alive as best as you can. Und man kann ja auch immer reagieren auf das Publikum, wenn er merkt, dass sie irgendwie abgelenkt sind oder müde werden, dann kann er etwas Humor einbringen oder einfach mit der Stimme lauter werden. Also man kann schon gut damit arbeiten. But you're doing it so perfectly, so it's a mixture from gift and hard work, I think. Yeah, I definitely think you have to have a passion for something to really want to do it really well. One of the things that I did exceed in school was mathematics and speaking. I couldn't do everything that everybody else could do, but what I could do, I did it to the best of my ability. And I loved what speaking could do, you know, for other people, and that's why I pushed so hard. Also es ist eine Mischung, also deine Frage war, ob das jetzt eine Mischung aus Begabung und harter Arbeit ist. Er sagt definitiv, also er hatte natürlich eine Begabung und eine große Passion, eine große Leidenschaft für das Sprechen. In der Schule war er gut im Sprechen und in Mathematik und getreu seinem Motto, mit dem, was man hat, das Beste zu machen, hat er einfach hart daran gearbeitet, seine Sprecherqualitäten auszuarbeiten, auszubauen. Yeah. And that's why I actually became a speaker, is when I spoke in front of 300 students. And one girl came up to me crying on my shoulder, and she said, "Thank you, no one's ever told me that they love me, no one's ever told me that I'm beautiful the way that I am." Und er wurde ein Sprecher, als er vor 300 Schülern gesprochen hatte und ein Mädchen zu ihm auf die Bühne kam und sich auf seiner Schulter ausgeweint hat. She said, nobody? No one's ever told me that they love me. Und niemand hat ihr jemals gesagt, dass er sie liebt, niemand hat ihr jemals gesagt, dass sie schön ist. And that day I realized the world needs to hear that message. You know, there's so many in this next generation who don't know the truth of, you know, their value. You know, it's not about how you look, it's not about how many friends you have and all that. It's understanding that you're a human being and there's not another you out there. Und das war eigentlich der Zündfunke seiner Karriere als Redner, denn er hat verstanden, dass in dieser Generation solche Botschaften viel zu wenig verbreitet werden und dass es wichtig ist, dass man einsieht, dass es auf der ganzen Welt keine andere Person wie sich selbst gibt. Last sentence, sorry again. There's no other people. Was das? Okay, sorry. Is that it? Yeah. Yeah. Cool. Good. So, last one. Wie ist es, auf Hilfe angewiesen zu sein und wie sieht der Tagesablauf aus? How is it to always need help for common things and how is your daily schedule?
My last year was actually 46 weeks of traveling, and I have 3 caregivers who look after my physical needs. Im letzten Jahr war er 46 Wochen lang unterwegs und er hat 3 Betreuer, die seine Bedürfnisse, die für seine Bedürfnisse da sind. So they have a shift per month, and so they do 10 days a month each. Und die arbeiten in Schichten, 10 Tage pro Monat pro Betreuer. In one of the chapters of my book, I actually talk about how it's okay to ask for help. And so that I learned as a child, and I went through, my times of wanting to be independent, and I could be independent, but at the same time being okay with needing help as well. That's just a reality of having no arms, no legs, and being humbled by that situation. Und ein Kapitel in seinem Buch spricht darüber, dass es völlig in Ordnung ist, um Hilfe zu fragen. Als er seine Phase im Leben erreicht hatte, wo er unabhängig sein wollte, konnte er unabhängig sein, trotz der Tatsache, dass er für gewisse Dinge um Hilfe fragen musste. So my daily schedule, we get up and we speak and we travel and we go, go, go. sein Tagesablauf, sie wachen auf, sie reisen, sie sprechen und go, go, go. But hopefully this year we want to use resources like books and DVDs and the internet more and more to reach more people without having to travel 120 flights a year on average. Und dieses Jahr gibt es nun auch Bücher und DVDs und das Internet und sie wollen diese Medien benutzen, um mehr Leute zu erreichen und nicht 125 Mal im Jahr in einem Flugzeug zu sitzen. Thank you. Thank you so much for all your questions, and I'm going to get a pen maybe and just sign that book to that little group, and otherwise I think that's it. Yeah. Thank you very much. Also vielen Dank für Ihre Fragen. Er wird jetzt das Buch signieren und Please say thank you to your parents and greet them from us. Oh, you tell them. Bitte grüßen Sie Ihre Eltern von uns Yeah. und sagen Sie vielen Dank. Thank you, thank you. My parents are definitely my heroes, and I don't know how I would have reacted if I was them. Yeah. also seine Eltern sind definitiv seine Helden und er weiß ehrlich nicht, wie er reagiert hätte an ihrer Stelle. Good. Brian, could I ask you to put me